Nein, wir befinden uns nicht in den schottischen Highlands, sondern in dem kleinen Dorf Wendelsheim. Und das liegt in den schwäbischen Lowlands bei Rottenburg am Neckar. Und das Instrument, das hier gebaut wird, ist auch gar nicht schottisch, sondern irisch. Es bedarf vieler Hände, es zu fertigen, genauer gesagt 6. Die von Geselle Stefan Schwarz, er ist für die Hardware zuständig. Die von Antje Klinghammer, sie macht alles, was aus Leder ist. Und der Meister selbst, Pipemaker Andreas Rogge. Er hat den irischen Dudelsackbau nach Deutschland gebracht und er macht das so gut, dass mittlerweile viele große Spieler Irlands bei ihm bestellen. Das Besondere an diesem Instrument ist wirklich der typische Klang, der so nah an der menschlichen Stimme ist. So etwas Ähnliches gab es vor Hunderten von Jahren in abgespeckter Form auch in Deutschland, die Schäferpfeife. Den schottischen Dudelsack kennt sowieso jeder, aber das hier, das ist der Rolls-Royce unter den Dudelsäcken. Das ist die irische Uilleann-Pipes oder auch irischer Dudelsack. Besteht aus 3 verschiedenen Pfeifentypen. Das ist einmal die Melodiepfeife oder Chanter im Englischen. Kann 2 Oktaven spielen. Das ist sehr ungewöhnlich für einen Dudelsack. Dann haben wir hier 2 sogenannte Regulators. Das sind Pfeifen, die erlauben eine einfache Akkordbegleitung. Dann die 3 Bordune oder Drones. Die unterlegen das Ganze mit einem unverändert mitlaufenden Klangteppich. Und außerdem wird dieses Instrument nicht mit dem Mund geblasen, sondern wir haben stattdessen einen Blasebalg. Böse Zungen behaupten, dass die Iren das erfunden hätten, damit sie neben dem Spielen rauchen und trinken können. Man kann natürlich auch sagen, man kann dann auch singen dazu. Geselle Stefan beginnt mit der ersten von 9 Pfeifen. Er nimmt dazu kostbares Ebenholz. Ebenholz ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz. Ist für die Haltbarkeit des Instruments ein großer Vorteil. Die Klangeigenschaften sind hervorragend. Also im hohen Obertonbereich ist dieses Holz sehr stark. Also so ein Instrument kann sicher einige 100 Jahre alt werden und gespielt werden. Als erstes bohrt Stefan das Holzstück an der Drehbank aus. Dazu misst er an einer Musterpfeife ab, wie tief die Bohrung reingehen muss. Und dann markiert er die Stelle auf dem Bohraufsatz mit einem Stück Klebeband. Bei dieser Pfeifenart braucht er dazu mehrere Aufsätze mit verschiedenen Durchmessern. Und zwar handelt es sich bei dem Instrumententeil um eine spitz zulaufende Bohrung. Am Anfang haben wir da einen größeren Durchmesser und am Rohrblattsitz ist der Durchmesser relativ klein. Und ich tue das jetzt quasi stufenweise mit unterschiedlichen Maßen aufbohren.
Also der nächste Schritt ist die Bohrung für das Rohblatt. Das ist also, wo man das Rohblatt reinsteckt. Die mache ich jetzt mit einem selber gemachten Bohrer mit integriertem Anschlag. Den gibt es nicht zu kaufen. Den haben wir aus Silberstahl selber geschmiedet und gehärtet und die Schneiden angeschliffen, weil also für die irischen Uilleann Pipes gibt es einfach keinen Werkzeugmarkt dafür. Deswegen sind wir gezwungen, unsere Werkzeuge größtenteils selber zu machen. Ein exotisches Instrument für Liebhaber. Schwierig zu spielen, schwierig zu bauen, aber eben besonders edel. Wie kommt so ein Instrument in die schwäbische Provinz? Andreas Rogger hat in den 70er Jahren in einer Band für irische Musik gespielt. Eines Tages fiel den Musikern eine Aufnahme der legendären Gruppe Planxty in die Hände. Und es war Liebe auf den ersten Pfiff. Also wir wussten, okay, das ist eine Art Dudelsack, aber wie kann das eigentlich sein? Das Ding spielt ja 2 Oktaven und klingt wunderschön. Ja, also irgendwie so ganz mild, überhaupt nicht, also verglichen mit dem schottischen Dudelsack jetzt, hat gar nicht so diese Härte im Ton. Und wir haben also fürchterlich gerätselt, wie das wohl funktionieren kann und haben Theorien gesponnen, dass es da irgendwo einen Umschalter zwischen den Oktaven geben muss. Andreas war so begeistert, dass er in Irland lernte, Uilleann Pipes zu bauen und das Handwerk nach Wendelsheim brachte. Heute, 40 Jahre später, zählt er zu Europas Besten. Und der Piper der Gruppe Planxty, der große Liam O'Flynn, war bis zu seinem Tod jahrzehntelang sein Kunde. Mit Stefan hat Andreas seinen Nachfolger selbst ausgebildet. Er fertigt mittlerweile fast alle Pfeifen. Diese hier wird einmal eine sogenannte Bass-Regulator-Pfeife. Sie ist eine von 3, die für die Akkordbegleitung zuständig sind. Und wird einmal 6 Klappen haben. Doch vorher ist noch einiges an präziser Drechselarbeit nötig. Denn ein irischer Dudelsack soll am Ende nicht nur elegant aussehen, sondern natürlich auch so klingen. Da gibt es viele Details zu beachten. Ich muss bestimmte Längen und Bohrungsdurchmesser und so weiter einhalten, damit ich erstens die richtige Stimmung bekomme. Dann ist es auch so, die Lautstärke muss auch passen. Ja, also die Regulators dürfen nicht nachher so laut sein, dass sie das ganze Instrument übertönen. Also es kommt darauf an, dass man die Maße auf ein Zehntel Millimeter genau einhält. Das ist nicht so ganz einfach hinzukriegen. Ebenholz gehört zu den härtesten und dichtesten Hölzern der Welt. Das hat Folgen fürs Werkzeug. Man merkt während dem Drechseln, bei dem harten Holz werden die Werkzeuge relativ schnell stumpf und da muss man sie regelmäßig nachschleifen. Das Werkzeug, das war wahrscheinlich vorher mal so lang und das schrumpft im Laufe der Zeit.
Oberfläche wird mit einem Naturprodukt veredelt, das die Inder schon vor 3000 Jahren kannten. Und letztes Jahrhundert wurden daraus noch Schallplatten gemacht. Das ist Schellack. Das ist von der Schildlaus, der Kot. Ist aber eigentlich, hört sich zwar eklig an, aber eigentlich ist es 100% biologisch und pflanzlich. Deswegen macht das nichts. Und dann macht er die schön polierten Ringe alle wieder kaputt. Keine Angst, das gehört so. Mit Hammer und Stechbeitel formt Stefan aus den Ringen höckerartige Erhebungen auf der Pfeife. Das werden die sogenannten Blocklager, an denen er später die Klappen befestigen wird. Und dann braucht die Pfeife natürlich noch Löcher. Die macht Stefan an der Bohr- und Fräsmaschine. Stefans Arbeit an der Bass-Regulator-Pfeife ist jetzt beendet. In der Zwischenzeit fertigt Andreas schon mal die Metallteile für den Regulator aus Messing. Ja, ich mache jetzt hier eine von Hand gerollte Messingröhre. Dieses Blech haben wir praktisch jetzt um diesen Dorn drumherum gelegt. Und es soll dann nachher eine Hülse entstehen, die so aussieht. Und das ist ein Teil an einem Regulator, wie man hier sehen kann. Das ist diese Hülse, die die Stimmmechanik verdeckt. So sieht es dann aus, wenn es fertig eingebaut ist. Jetzt muss er sie aber erst noch zusammenlöten. Also ich fixiere jetzt das Blechstück in der Position, dass dieser Schlitz hier schön dicht geschlossen sitzt. Das muss man ziemlich gut anziehen,
weil sich das natürlich, wenn ich das jetzt gleich erhitze zum Löten, ausdehnt und wieder ein bisschen verformt. So ist es jetzt fertig vorbereitet zum Löten. Ich mache das jetzt so, ich lege hier mein Silberlot direkt mit rein. Der Umfang dieses Dorns entspricht genau dem Umfang der Bass-Regulator-Pfeife. Durch das Schlagen durch die Bleiplatte wird die Hülse sehr fest angedrückt an den Dorn und wird ganz exakt rund. Und damit sie nachher genau auf die Pfeife drauf passt. Und jetzt der Clou. Die Hülse bekommt einen Schlitz. Dieses Detail hat sich Andreas ausgedacht und das wird gleich noch eine große Rolle spielen. Und die Hülse passt genau auf die Bass-Regulator-Pfeife. Oben am Zapfen der Pfeife hat Andreas ein kleines Metallröhrchen eingeklebt. Jetzt noch das Rohrblatt rein. Und nun kommt endlich der Schlitz in der Hülse zum Tragen. Ja, das ist eine kleine Erfindung von mir, eine Stimmhilfe, mit der ich das Rohrblatt stufenlos rein und raus schieben kann, ohne die Pfeife aus dem Stock nehmen zu müssen. Wenn man es tiefer reinschiebt, wird es höher, wenn man es weiter rausnimmt, wird es tiefer. Es war in der Vergangenheit so, wenn man die Stimmung des Regulators stark verändern musste, musste man früher immer den kompletten Regulator aus dem Mainstock entfernen. Man musste schätzen vor allem, passt es dann oder passt es noch nicht. Das heißt, ich muss eventuell mehrmals die Pfeife rausnehmen und wieder reinstecken. Jetzt durch meine kleine Erfindung kann ich das von außen beim Spielen stufenlos bewegen und ich kann die Tonhöhe ganz genau hören und schiebe das dann hin, bis es ganz hundertprozentig stimmt. Also das ist eine ganz, ganz große Erleichterung.
Und dann braucht ein Bus Regulator ja noch Klappen. Die macht Andreas natürlich auch selbst aus Messing-Schmiededraht. Eine Musterklappe dient als Referenz. Eine langwierige Prozedur, die viel Zeit, Kraft, aber auch ein sehr genaues Arbeiten erfordert. Ich muss, damit ich gerade Seitenflächen kriege, noch ein bisschen auf die Seiten hauen, also sonst verzieht sich das. Man sieht jetzt zum Beispiel, ich habe es jetzt auf der Seite geschmiedet, dann verzieht sich es in diese Richtung. Jetzt muss ich praktisch auf der anderen Seite wieder hämmern und dann geht es wieder zurück. Deswegen drehe ich das so die ganze Zeit ein bisschen. Ne? Man kann es selbstverständlich auch gießen lassen. Das machen wir ja für die Standardinstrumente durchaus. Aber es gibt eben auch Leute, also Liebhaber, die möchten gern, dass das ganze Instrument in der traditionellen Art und Weise auch gefertigt ist. Das ist dann eben natürlich auch ein bisschen teurer, weil es länger dauert. So, das Material wird natürlich verdichtet durch das Hämmern und dadurch wird es härter. Und auch stabiler, also fester. Und also eine geschmiedete Klappe bricht man eigentlich nie ab. Bei den Gussklappen kommt das schon vor. Man merkt es auch deutlich, also wenn ich das jetzt eine Weile bearbeitet habe, ich kann es nicht mehr biegen. Das geht hier bei dem Material schon noch. Also sowohl beim Schmieden als auch beim Feilen wird das Material, also das Messing, ziemlich warm. Muss man dran denken, sonst verbrennt man sich da die Finger. Weil ich trage hier ganz schön viel Material jetzt auf einmal ab. Ne? Fertig poliert können die Klappen dann an die Regulator-Pfeife dran. Dazu brauchen sie aber erst noch ein Polster, damit sie nachher luftdicht an der Pfeife abschließen. Hierfür nimmt Andreas ein eher unorthodoxes Material.
Ja, das war eine ganz witzige Idee. Also traditionell hat man Lederpolster verwendet und die sind sehr gern undicht ein bisschen. Ne? Und da bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, als ich mit so einem Fensterabdichtband gearbeitet habe, Mensch, das müsste doch eigentlich prima gehen, und habe das mal ausprobiert. Und für mich ist das die Lösung. Und wie ich gehört habe, gibt es inzwischen auch Kollegen, die die Idee gut finden und das auch selbst so machen. Und es ist auch sehr leicht damit umzugehen. Ja. Es hat eine Klebeschicht auf der Rückseite und ich unterstütze das noch mit ein bisschen Sekundenkleber. Das hält wunderbar. Und dann muss ich das hier nur andrücken. Abschneiden. Und das war's. Und das passt sich auch der ganzen Oberfläche vom Klappenloch an und ist perfekt dicht. So viel also zur Bass-Regulator-Pfeife. Zu einem irischen Dudelsack gehört aber auch noch, naja, ein Sack eben und ein Blasebalg. Da kommt Antje ins Spiel, die Frau von Andreas. Sie fertigt alle Teile, die aus Leder sind. Also wir nehmen im Wesentlichen Rindleder. Wir brauchen für so einen Sack ein Leder, das möglichst luftdicht ist. Und deswegen sucht man Tiere aus, die nicht über die Haut schwitzen. Das heißt, die also keine großen Poren in der Haut haben. Und das Rind gehört dazu. Traditionell wurde auch Schaf oder gar Hund genommen. Aber diese Ledersorten sind längst nicht von der hohen Qualität wie das Rindleder. Also wir nehmen 2 Lederschichten, damit es schön dicht ist. Dazwischen ist auch noch der Klebstoff, dann macht es richtig luftdicht. Sonst ist es mühsam für den Musiker, wenn da Luft entweicht. Die Luft soll ja durch die Spielpfeife gehen und nicht am Rand entweichen oder irgendwie durch das Leder, wenn es porös wäre oder so. Sonst ist es ein großer Kraftaufwand, wenn er das ständig nachpumpen muss. In der Zwischenzeit hat Andreas die Holzplatten für den Blasebalg vorbereitet. Eines der markantesten Elemente, die die Uilleann Pipes von anderen Dudelsäcken unterscheiden. Und da gibt es viel mehr Varianten, als ein unbedarfter Laie auch nur ahnt. Die Geschichte des Dudelsacks ist eine ganz, ganz faszinierende Sache. Also je länger ich mich damit befasse, desto interessanter wird das. Ich habe natürlich auch am Anfang geglaubt, also das wird im Wesentlichen aus Schottland und Irland kommen. Das ist aber überhaupt nicht so.
Der Dudelsack ist ein europäisches Phänomen. Wir haben es also in Frankreich, in Deutschland, in Polen, in der Schweiz, in Österreich, in Ungarn, in Bulgarien, in Rumänien. Und jede Nationalität hat ein ganz eigenes Modell. In vielen Ländern ist es erhalten, in Deutschland erstaunlicherweise nicht. Das hängt wahrscheinlich mit dem Dreißigjährigen Krieg zusammen. Da ist so viel kaputt gegangen. Test. Oh, super. Dicht. Das ist das Ventil. Das heißt, die Luft strömt durch das Ventil in den Blasebalg. Und wenn der gedrückt wird, wird das Lederstück, was am Ventil ist, dagegen gepresst, dass sie nicht wieder hier raus entweicht, sondern hier durch den Schlauch. Und der Schlauch geht dann in den Sack, wo der andere Arm dann drauf drückt, damit die Luft vom Sack durch die Spielpfeife bläst. Der Sack an diesem Instrument ist unser Luftreservoir. Der Blasebalg ist die Luftpumpe. Mit der fülle ich den Sack. Und vom Sack aus werden alle Pfeifen kontinuierlich mit Luft versorgt. Ich kann also spielen, ohne abzusetzen. Und vor allen Dingen auch so viele Pfeifen gleichzeitig. Stefan ist mittlerweile an der nächsten Pfeife dran. Gerade drechselt er einen Tenor-Bordun. Also die Bordunpfeifen sind ganz essentiell für jeden Dudelsack. Also das macht den Dudelsack eigentlich erst zum Dudelsack, dass man mindestens einen Bordun hat. Hier im Falle der Uilleann-Pipes sind es 3. Und die Bordune haben im Grunde die Aufgabe, unter die Melodie, die ich spiele, einen Klangteppich zu legen, der ganz unverändert mitläuft. Auf die polierte Pfeife steckt Stefan die Zierringrohlinge. Und die sind aus einem ganz anderen Holz. Eines, das man in fast jedem zweiten Vorgarten findet. Wir sind vor einigen Jahren dazu übergegangen, die Ringe und Zierknäufe aus Buchsbaum zu machen. Die waren in früheren Jahrhunderten aus Elfenbein gemacht. Und das wollen wir möglichst vermeiden. Und wir haben festgestellt, Buchsbaum mit entsprechender Bearbeitung der Oberfläche sieht fast genauso aus wie altes Elfenbein. Und das ist auch eine Sache, die ist sehr gut angekommen und ist inzwischen ein Standard geworden, der sich durchgesetzt hat. Also viele Kollegen machen das auch seit einiger Zeit. Die Zierelemente erfordern haarkleine Feinarbeit. Für Drechselkünstler Stefan kein Problem. Jetzt bloß nicht abrutschen. Ja, da brauchen wir ein ruhiges Händchen. Und wie gesagt, man kann nie sagen, also das ist jetzt perfekt, würde ich niemals sagen, sondern es geht immer besser. Tatsächlich. Mit ein bisschen Schellack sieht das Buchsbaumholz aus wie altes Elfenbein. Voilà, eine Tenor-Bordun-Pfeife.
Jetzt kommt das nächste Metallelement. Hierfür braucht Andreas ein Messingrohr. Und Blei, aber in flüssiger Form. Dazu muss er es auf mindestens 328 Grad erhitzen. Also das gibt einen Bogen für einen Bassbordun. Der wird mit mehreren Bögen in der Länge etwas verkürzt. Ich kann das Rohr nur biegen, wenn es gefüllt ist, weil es sonst knicken würde. Also das ist die traditionelle Methode. Das macht man schon seit Jahrhunderten, dass auch im Blechblasinstrumentenbau, dass diese Rohre mit Blei meistens gefüllt werden. Es gibt inzwischen auch modernere Methoden, aber wir machen es nach wie vor so. Dann wird das Blei wieder komplett ausgeschmolzen und der Innendurchmesser des Bogens bleibt genauso erhalten, wie er vorher war. So, hier können wir jetzt sehen, wo dieser Bogen hingehört. Das ist nämlich eine Bassbordunpfeife. Und um einen tiefen Ton zu erzeugen, brauchen wir eine sehr lange Pfeife. Die wäre nämlich im entwickelten Zustand über 2 Meter lang. Also wir haben das praktisch verkürzt auf diese Weise. Und so kommt dann auch dieser tiefe Ton zustande. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Schritt. Rohrblätter zu bauen ist eine hohe Kunst. Andreas macht sie aus echtem Schilfrohr, aber nicht irgendeins. Also es muss Schilfrohr aus dem Mittelmeerraum sein. Das hängt mit den Böden da zusammen, dass bestimmte Mineralien eingelagert sind in der Holzstruktur. Und dadurch bekommen wir ein recht hartes, elastisches Material, das sich sehr, sehr gut eignet für diesen Rohrblatttyp. Dieses kleine, unscheinbare Ding hat eine tragende Rolle. Am Rohrblatt steht und fällt das ganze Instrument. Das beste Instrument nützt uns nichts, wenn das Rohrblatt nicht funktioniert. Und das Rohrblatt muss sehr viel können. Also bei den Uilleann-Pipes spielen wir ja 2 Oktaven und das Rohrblatt schwingt frei in der Windkapsel. Und es muss diese beiden Oktaven stimmig abdecken
Und dann soll es auch noch gut klingen und die richtige Lautstärke haben und es soll auch nicht zu schwer gehen. Ja. Und das alles muss ich hier unter einen Hut kriegen. Wenn ich das richtig gut mache, habe ich ein wunderbar klingendes, spielendes Instrument. Und wenn es nicht klappt, geht es eventuell gar nicht. Also ich habe wahrscheinlich schon 10 Jahre gebraucht, bis ich das wirklich richtig konnte. Ja, das ist relativ schwierig jetzt an dieser Stelle, weil ich kann weder messen noch irgendwie anders bestimmen, wie viel ich noch abtragen muss. Ich sehe auch nicht genau, wie viel ich abtrage. Das Einzige ist, dass ich eben auch mit verschiedenen Körnungen beim Schleifpapier arbeite. Jetzt, ihr habt gerade gehört, es hat schon seinen ersten Ton von sich gegeben. Ab da nehme ich dann etwas feineres Papier. Hier geht es am Ende tatsächlich um Hundertstel Millimeter. So genau muss man sein. Aber wie gesagt, bestimmen kann man es nur übers Gefühl. Also übers Hören und übers Fühlen, wie die Ansprache des Rohrblatts ist. Klingt gut. Und dann, nach rund 4 Wochen, sind endlich alle Teile fertig. Was für eine befriedigende Arbeit. Und das Ergebnis können Generationen in Händen halten. Andreas Rogge ist auch nach über 40 Jahren immer noch fasziniert vom irischen Dudelsack. Ja, die Uilleann Pipes sind mein Instrument geworden, weil sie unglaubliche Möglichkeiten haben. Es ist für mich ein Instrument, auf dem ich sehr, sehr ausdrucksvoll spielen kann. Und man hat, das ist eine erstaunliche Sache, ich kenne kein anderes Instrument, wo der Körperkontakt derartig intensiv ist. Ja, man ist ja richtig eingebunden. Also man muss den Blasebalg zweimal anschnallen und dann ist der Sack, den hat man hier unterm Arm. Also es wird wie ein Teil des eigenen Körpers. Also eine zusätzliche Stimme, die man hat.